Es wird geerntet, gewässert, angerichtet. Erntetag für Andrés Palmero und Gerborg Böde. Hier in Schmitten im Taunus haben die Kulturwissenschaftlerin und der Robotikingenieur ein neues Leben als Gärtner begonnen. Der Garten hier ist so mein Traum. Es ist, was ich immer geträumt habe, als ich vor einem Computer gesessen habe. Das ist unser großes Projekt. Wenn nicht jetzt, wann dann? In 10 Jahren sind wir wahrscheinlich zu alt, um sowas zu machen. Deswegen haben wir uns gedacht, wenn, dann muss man es jetzt machen, damit man nicht bereut, dass man es eines Tages einfach nicht versucht hat. Und das ist einfach, wenn wir hier sind, sind wir glücklich. Aber der Fußballfeldgroße Garten bedeutet auch viel Arbeit. Wir haben einen Marktgarten, das heißt, die Beete sind lang und schmal und werden per Hand bewirtschaftet. Mit Handmaschinen maximal, aber ohne jetzt große Maschinerie wie Traktor oder so. Und wir graben auch nicht mehr um. Wenn die Beete einmal angelegt sind, dann sind die angelegt und wir graben nicht mehr um. Ich versuche immer nicht so alle auf einmal ernten, sondern ab und zu, damit eine Kanopie bleibt. Der Boden wird nicht so schnell trocken und das Bodenleben bleibt aktiv, weil noch Wurzeln bleiben. Das Besondere, der Marktgarten funktioniert als solidarische Landwirtschaft. Die Kundinnen und Kunden haben ein Gemüseabo. Sie zahlen das ganze Jahr über aktuell 65 € im Monat. In der Ernteperiode von Mai bis Dezember können sie einmal die Woche frisches Gemüse abholen. Die Ernte wird gerecht aufgeteilt. Welche Gemüsesorten das sind, ist jede Woche anders. Man erlebt auch diesen ganzen Jahreszeitenfluss dann ganz anders, weil die Leute auch hierher kommen, um ihre Sachen abzuholen. Das heißt, sie sehen, wie sich dieser Garten dann verändert im Laufe des Jahres, was gerade blüht, was gerade gut kommt oder was nicht. Das heißt auch, dass es manchmal eben weniger Gemüse gibt. Übers Jahr verteilt gleicht sich das aber wieder aus. Und das Konzept hat vor allem für die Umwelt viele Vorteile. Wenn wir hier lokal vor Ort produzieren können, dann haben wir kurze Lieferwege. Wir wissen genau, wo die Sachen herkommen. Wir wissen, wo unser Saatgut herkommt. Wir sind zertifiziert als Biobetrieb. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen für hier und können auch noch einen guten Faktor leisten für unser Ökosystem hier. Wir graben nicht um, dadurch zum Beispiel haben wir keinen CO2-Ausstoß, sondern können sogar CO2 im Boden binden. Das ist das eine. Durch die hohe Artenvielfalt an dem, was wir hier anbauen, haben wir eine extrem hohe Biodiversität, was wiederum für die Insekten super ist und für Kleinstlebewesen. Das alles haben Gerborg und Andrés sich als Quereinsteiger nach und nach angeeignet. Kennengelernt haben sie sich in Chile und sich jetzt hier im Taunus ihren Traum erfüllt. Mit der solidarischen Landwirtschaft sind sie noch im Aufbau, haben aktuell rund 65 Kunden. Im kommenden Jahr müssen es mehr werden, damit sie davon leben können. Die Preise werden jedes Jahr im Herbst kalkuliert und bleiben dann für 12 Monate stabil. Engpässe gibt es so gut wie nicht. Unsere Kunden haben keine Engpässe mit Lieferungen, wie bei Corona passiert ist. So jetzt, das alles so, hat sich so verteuert mit den Preisen von Diesel. Ne? Das bleibt irgendwie konstant. Erbsen, Knoblauch, Fenchel. Die Gemüseliste ist lang. Wer hier sein Gemüse abholt, macht das aus Überzeugung. Wir mögen es auch regional einzukaufen, ja, weil da entfallen ja diese Fahrwege oder wenn Sachen mit dem Flugzeug transportiert werden, ja, finden wir halt auch nicht so gut. Und die Sachen, die halt regional sind, die sind frischer. Ich finde Nachhaltigkeit recht wichtig und auch, dass es bio ist, dass es aus der Region ist und dass man hier halt auch mithelfen kann, wenn man kann, dass es zusammen besprochen wird. Ja, das ist top. Welche Sorten im nächsten Jahr gepflanzt werden, können die Kunden mitentscheiden. Denn bei der solidarischen Landwirtschaft steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Für Gerborg und Andrés ist das genau die richtige Antwort für die Zukunft.